Magic Free Connections. Connections. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wie schön, dass wir uns wiedersehen. Und unser Thema heute, es geht um die Magie des Lebens, um Spiritualität, Schamanismus, aber auch das ganz normale Leben. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil das ist ja voll mein Ding. Wie geht es euch? Sehr, 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 sehr gut, sehr gut. Ich bin mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr unter Wasser und im Schwimmtraining mit dem Hund. Das ist nicht so einfach, weil ich da sehr diszipliniert sein muss. Der Hund schwimmt auf mich zu, will auf mich, benutzt mich als Rettungsinsel und ich habe dann so schöne rote Streifen am ganzen Körper manchmal. Muss auf den Hund noch ein bisschen aufpassen. Und weil wir gehen ja über die Felsen rein und da kann es manchmal auch ganz schön klitschig werden, beziehungsweise auch, die sind manchmal sehr spitz, da kann man sich auch verletzen. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen beschäftigt, dem Hund das Schwimmen beizubringen. Taucht der auch? Sie liebt es Ach, mit sie, dem Kopf ein Entschuldigung. bisschen, ja, sie liebt es mit dem Kopf unter Wasser zu gehen, was ich irgendwie witzig finde. Also hat keine Angst vom Wasser, aber wenn sie weiter rausschwimmt, mit mir schnorchelt, ich schnorchel ja, da ist sie noch ein bisschen tollpatschig, unbeholfen und ein bisschen Oh, unsicher. süß, Ja, süß, ja, aber es wird schon. Es wird. toll. Ja, mir geht's gut. Ich habe extra für euch Sterne gemacht, 3, die Magic Sterne. Wollte das nicht nur über Zoom machen. Mir geht's eigentlich sehr gut. Es ist ein bisschen heiß, aber unsere Wohnung ist eigentlich ganz kühl. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir das natürlich ausstrahlen, sind wir schon ein paar Wochen auf dieser Plattform, aber das ist für mich eine Riesenfreude, den Schritt mit euch gemacht zu haben, auf Spotify zu sein. Gleich mal Werbung für uns. Ähm, Finde ich noch mal danke an unseren Christian K., der Pusher ist, der immer Mut macht auch. Macht das einfach und wir haben diesen Schritt gemacht und, ja, wir haben da auch schon Follower und ich freue mich einfach, jetzt bei den anderen Podcasts unser Podcast-Logo zu sehen bei Spotify. Wir sind ja dadurch auch noch auf Apple Music und anderen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Und man kann, vielleicht sagen wir das den Zuschauern, man kann auswählen zwischen Audio oder auch Video bei Spotify. Das ist das Tolle. Also wer uns nicht sehen mag, der macht einfach nur Audio. Super, Sehr super. schön. Vielen, vielen Dank für die Technik, weil das ist ja dein Gebiet und das ist echt super, dass ihr das macht und dass du das machst. Ich mache es zu Ähm, meinem Gebiet, ich bin's nicht. ja. Ich kämpfe mich da durch diesen Dschungel. Es muss alles für mich immer logisch sein und Geduld haben. Ihr Toll, ihr vielen seid Dank. ja die Pusher auch. Also es war immer Super. ein Traum, das muss ich sagen, auf Spotify zu sein. Ja, Ja, sehr schön. Das ist ein interessantes Thema, finde ich. Und ich habe da schon eine ganze Menge ausprobiert und ich hatte es euch ja gerade schon erzählt. Ich habe heute Morgen eine wirklich schöne Geschichte erlebt. Ich war kurz in unserer Stadtmitte, in unserem Mini-Dorf und stand vor der Apotheke und dann sehe ich so im Augenwinkel eine Libelle. Und die Libelle ist wirklich für mich ein ganz besonderes Tier. Die ist immer wieder in meinem Leben aufgetaucht. Vor allen Dingen auch in schwierigen Momenten meines Lebens habe ich mal ganz viele Libellen gesehen. Und die Libelle ist ein Transformationstier. Also so ähnlich wie der Schmetterling auch. Die verpuppt sich. Und es ist ja wirklich so eine Situation, du weißt, also ich meine, versetz dich in die Libelle, du weißt nicht, was da passiert. Du verpuppst dich und dann bist du plötzlich was ganz anderes. Und die hat Hallo gesagt und in dem Moment wusste ich, die möchte, dass sie heute erwähnt wird im Podcast. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, ich habe mir auch gedacht, wir haben ja am Thema so ein bisschen gefeilt, wir drei, und wie mir das dann so eingefallen ist und jetzt auch im Vorgespräch, das ist also diese Magie des Lebens, ich glaube, die kommt bei uns allen drei vor. Dessen sind wir uns einfach bewusst. Ich war vor ein paar Wochen auch eingeladen zu einer kleinen Festlichkeit und hatte, wenn ich ehrlich gesagt, hatte ich keine große Lust. Und dann ist die Tage vorher immer wieder dieser Name von dem Restaurant, von dem Club gefallen.
der kam von allen Seiten, haben Menschen diesen Namen erwähnt und ich so, okay, ich muss da anscheinend hingehen und bin dann sozusagen aufgrund dieser, wie du jetzt mit der Libelle, aufgrund dieser, von allen Seiten kam der Name plötzlich, von ganz unerwarteter Seite auch. Zum Beispiel von meiner Nachbarin, der Mann arbeitet da, das wusste ich gar nicht. Und dann bin ich dahin und es war ein wunderschöner Abend, aus dem dann auch wieder was ganz Tolles hervorgegangen ist. Also richtig ein kleines Wunder ist da passiert in dem Abend. Und ja, also so ist das Leben manchmal. Und es ist schön, wenn wir auf die Zeichen hören. Ja, kennt ihr das auch, wenn diese Zeichen kommen, wobei es sind eher außen stehende Menschen, die sagen, dass dir das immer passiert? Und für dich ist das irgendwie ganz normal, dass du dem folgst, die Libelle erwähnst. Bei mir ist zum Beispiel, wo du die Libelle sagst, ich wollte nie ein Schmetterling-Tattoo. Sieht man, das ist ein Schmetterling und da drin ist mein Hund reingezeichnet, denn als wir zusammen, kurz bevor wir weitergewandert sind nach Ibiza, da war natürlich viel los im Kopf, im Herz, einiges. Wohnten wir auch schon alleine in Wiesbaden und hatten einen tollen Garten. Und genau, ich glaube, eine Woche lang um 18:10 Uhr, das weiß ich, kam immer ein Schmetterling zu uns. Also wirklich pünktlich. Ich habe Fotos, Videos, das ist unfassbar schön. Der saß auf der Nase von meinem Hund, der kam auf meine Hand, hat Kreise gemacht, wir haben mit dem gespielt. Also wir sind dann raus, haben gewartet, der kam. Und so haben Freunde gesagt, das gibt's nicht. Und seitdem haben bei mir die Schmetterlingszeichen angefangen. Überall in Ibiza. Und als es mir dann schlecht ging, und dann ist mein Hund dann auch noch gestorben, den habe ich ja hier auch begraben, ging es mir sehr, sehr schlecht. Ich wusste auch gar nicht, wo oben und unten ist. Das waren viele Themen. Und ich habe, was ich immer tue, auf Zeichen, ähm, ich habe mir Zeichen gewünscht. Wenn das und das, bitte schick mir ein Zeichen. Und mir ist immer direkt ein Schmetterling über die Nase geflogen. Und da habe ich gesagt, okay, es muss ein Schmetterlingstattoo her mit meinem Hund drin. Und seitdem sind diese Zeichen auch wirklich weniger geworden. Und das ist für mich absolut mein spirituelles Tier auch. Sehr schön. Ich krieg Ich wieder kann mich Pipi an in die die, Augen. ja, ich kann mich an die Schmetterlingsgeschichte auch erinnern. Die hast du mir schon mal erzählt. Das ist einfach, ja, ich glaube, das geht darum, einfach auf diese Zeichen zu achten. Ja, also ich glaube, fast jeder Mensch wird es erleben können, wenn er darauf achtet. Das heißt also, in einen Raum zu gehen, sich einem Raum zu öffnen, der so ein bisschen außerhalb unserer Realität ist, weil ich glaube, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir so normal wahrnehmen. Ja. In Island gibt es Elfenbeauftragte. Also es gibt einen Politiker, der ist Ja, Elfenbeauftragter. Hallo? Ja, also sag das nicht meinem Hund, der heißt ja Elfo. Es heißt ja Elf. das ist euer Elfenbeauftragter. Ja, Ja. okay. Aber eine Ja, Frage, weil du hast vollkommen recht. Meinst du, das ist drauf achten oder es wirklich erkennen? hm. Also, oder annehmen? Ich denke, manche beachten es, aber ignorieren es vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass andere Menschen auch mehrmals Schmetterlinge sehen oder wie auch immer, aber die gehen vielleicht damit anders um. Weißt du, wie ich meine? Ich denke vielleicht auch, dass diese Magie sich jedem Wesen individuell zeigt. Ich stelle mir nämlich gerade einen Mathematiker vor oder so einen Wissenschaftler, der praktisch Ja, im Endeffekt sowieso in nochmal einer ganz anderen Welt lebt, automatisch. Also wer weiß, was da abgeht. Also ich meine, in unserem Fall sind es vielleicht irgendwie Schmetterlinge oder keine Ahnung was oder Libellen oder so oder sind Parallelen da. Aber ich denke mal, diese Zeichen, von denen wir da sprechen, die können absolut individuell sein. Also das ist ja auch dieses Wunder, dass jeder einzigartig hier seinen Weg geht. Und ich denke, da sind die Zeichen auch einzigartig. ja, Gott sei Dank vielleicht. Ja, genau, genau. Ja, Also in meinem Kopf, ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich auch, die Stille schwirrt so vieles im Kopf, ne? Höre ich bei euch. Ja, 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 ja. Ja, genau. ja. Ja, Ja,
Also ich habe mich ja mit diesem Thema echt viel beschäftigt und habe auch schon einige Dinge gemacht und erlebt. Und eine Sache, die ich auch ganz wunderbar finde, ist, sich immer wieder mit dieser Erde zu verbinden, mit der Natur. Und da gibt es natürlich auch ganz tolle schamanische Rituale, weil der Schamanismus, das hat, glaube ich, auch viel mit der Natur, mit der Mutter Natur zu tun, mit der Mutter Erde, auf der wir ja leben. Und das ist ja auch so, wenn wir was Gutes für die Erde tun, tun wir auch gleichzeitig was Gutes für uns. Also das, was gut ist für die Erde, ist auch gut für uns. Und eine Sache, die ich immer mal wieder gemacht habe im schamanischen Bereich, sind Schwitzhütten. Also so eine Schwitzhütte, das ist so für mich das Erdritual schlechthin, weil man verbindet sich wirklich mit der Erde und das ist echt auch extrem. Da kann es total heiß drin werden und du hast das Gefühl, du hältst es nicht mehr aus, ja. Und man kommt da einfach in seinem Bewusstsein in andere Bereiche, würde ich mal sagen, ja. Also es öffnen sich Tore und man macht es ja auch nicht alleine, sondern man macht es in einer Gruppe und es ist wirklich eine wunderbare, ja, es ist wunderbar, sich mit den Menschen und mit der Erde zu verbinden. Und ein lieber Freund von mir, mit dem habe ich das immer gemacht und ja, das hat eine besondere Energie. Es ist nichts für jedermann, ja. Also wenn man so ein bisschen sensibel ist, sollte man nicht unbedingt sensibel für Hitze, sollte man nicht unbedingt Schwitzhütten machen. Ja, man kann Ja. es natürlich auch mal ausprobieren und auch rausgehen. Das ist ja kein Zwang oder sowas, wenn man sowas macht. Solche, wie du schon sagst, das sind ja Rituale, wo doch stundenlang vorbereitet wird. Man bekommt ja schon Tage vorher wahrscheinlich Informationen drüber. Wie du gerade gesprochen hast, und du hast vollkommen recht, die Natur und Magie und Natur, sind eh sozusagen eins, oder das ist wie auch so ein magischer Lehrer. Letzte Woche war ich ein bisschen gestresst und bin dann wirklich mit meinem Schnorchel auf dem Kopf so ins Wasser geplumpst und war dann irgendwie unter der Wasseroberfläche und plötzlich war die Welt weg und ich habe da die Fische gesehen und die Unterwasserwelt und ich so, das war so erlösend, das war fantastisch. Ich finde es immer interessant, denn Spiritualität, Schamanismus, Hexerei, alles, was, ne, der Deckel Magie drüber, gibt es Menschen, die damit ja gar nichts anfangen und sie auch ein bisschen witzigerweise verteufeln, wie auch immer, weil es faktisch nicht darzulegen ist. Und ich finde es aber immer wieder, ähm, ja, mit Menschen, das sind auch Freunde, die sagen: „Ach, du bist so spirituell." Wenn ich ein paar Beispiele sage, sind wir das eigentlich alle. Es ist nur die Sache, beschäftigst du dich damit sehr und tauchst in diese Welt ein und bist von der Realität komplett bist nicht mehr vorhanden? Oder hast du eben diese Balance und lebst eben mit der Verbundenheit, der Natur, der Magie? Ich glaube, das sind wir 3 auch. Ähm Gerade in der Berufswelt zu sehen, wie, große Firmen Werte, Philosophien aufstellen, die faktisch auch nicht darlegbar sind und, sprechen von Dingen, ähm ups, Natur, Verbundenheit und solche Dinge. Und, manchmal finde ich es schade, aber ich finde es irgendwie schön, dass ich zu der Rasse Mensch gehöre, die eben beides, leben kann und nicht verschlossen ist, weder der Realität gegenüber, was auch die Spiritualität ist, auch die Realität, aber faktisch sein. Und, ja, ich, finde es interessant. Absolut, absolut. Also mein Leben ist da eh schon sozusagen so durchdrungen von das ging in der Kindheit los. Ich bin in einem kleinen, fast schon Palast, in so einem Theater aufgewachsen. Wir hatten einen Märchenwald hinterm Haus. Also ich bin eigentlich schon, wie soll man sagen, von klein auf in so zwei Welten aufgewachsen. Wir hatten Zauberer auf der Bühne stehen, die da ihre Magic Tricks vollzogen haben. Und ich wollte schon sagen, ich bin schon versaut, also was Magie angeht betrifft, weil mein ganzes Leben durchdrungen war mit frühen Jenseitskontakten.
Ich habe mir dann auch so mit 18 die ersten Hexenbücher gekauft. Habe ich zwar nicht verstanden, habe sie auch gar nicht richtig gelesen, aber ich war einfach dem Thema schon immer aufgeschlossen und das, ich weiß nicht, ging das euch so auch, dass dieses Erlebnis zieht sich durch mein Leben. Ich hatte bis jetzt so 4 wirklich große Lieben in meinem Leben oder wirklich, wo ich mich an Menschen wirklich verliebt habe mit ganzem Herzen und mit denen dann auch, mit denen dann auch eine längere Zeit verbracht in meinem Leben. Ich bin jetzt 56. Und ich hatte jedes Mal vorher, wurde das angekündigt. Das ging sogar so weit, dass ich in Frankfurt im Blue Angel stand, bin von der Tanzfläche runter und plötzlich habe ich eine Hand gespürt auf meiner Schulter. Da war ich 19. Und ich drehe mich um und da war niemand. Und diese Gestalt hat mir eine Person gezeigt im Raum, mit der ich dann 3 Jahre zusammen war anschließend. Das war meine erste große Liebe. Also, wie gesagt, also mein Leben ist da durchdrungen von diesen verschiedenen Welten und von dieser Magie. Und da bin ich auch dankbar dafür. Es hat mich auch schon so manchmal in mancher dunklen Stunde dann trotzdem hat eben dieses kleine Licht, diese kleine innere Flamme, das bisschen Hoffnung, was manchmal wirklich in einer verzweifelten Stunde fast ganz erlöschen kann, doch noch so immer ein bisschen am Leuchten erhalten. Ja, das ist absolut so. Also bei mir ist es auch so, dass es schon sehr früh da war. Ich habe ja meine Mutter sehr früh verloren. Und dann hatte ich Freunde, bei denen ich so mehr irgendwie aufgewachsen bin. Und die haben sich in dieser Zeit sehr viel mit Spiritualität beschäftigt, mit Astrologie. Und deshalb war das auch wirklich immer ein Teil meines Lebens. Und ich habe mich halt dadurch auch für meinen spirituellen Lehrer interessiert und ja, wie du schon sagst, auch in diesen Stunden, die nicht so einfach waren im Leben, hat mich das dadurch begleitet. Ja. Und ich glaube, jeder Mensch kennt Stunden, die nicht so angenehm sind. Und dann ist es halt einfach die Frage, ob man in die komplette Verzweiflung geht oder ob es da halt noch dieses kleine Licht gibt. Ja. Bei den Beziehungen weiß ich nicht, ob das so war. Also das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber das ist Aber ja, Beziehung zwischen Freunden, also Beziehung muss ja nicht immer ein auch, Liebespaarbeziehung sein. genau, ja, Freundschaft ist ja auch wirklich für mich wahre Liebe, ja. absolut. Also Da gehörst du, ne, weil ich mit Chantal zu tun hatte, für mich wirklich dazu. Du ja, bist für absolut. mich meine wahre Liebe, ja. Ich Ja, weiß das nicht, ist heute habe ich auch. total Also. Pipi in den Augen. Oh, wie schön, ja. Also das ist auch für mich, seid ihr beide ganz besondere Menschen. Und die Asu, das ist irgendwie so, seitdem ich dich kenne, da kriege ich jetzt auch Pipi in den Augen, hast du einfach so was ganz Besonderes, was du, also deine Magie einfach, die Asu-Magie, ja. Das ist, die in Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach, aber da ist einfach dieses große Herz, ja. Und das hast du auch, Bernd. Ja. Ihr seid einfach so Herzmenschen. Das ist auch, ich wollte es auch nochmal an der Stelle einfach betonen, was ich so wundervoll finde, hier auch. Wir sind ja jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate verbunden, wir 3. Und wir schaffen es, in einer Leichtigkeit zu bleiben, in einem liebevollen Austausch, in einem Respekt, in einem sich auf dem Weg helfen. Wow. Danke auch an euch beide und ans Leben. Also, an der Stelle. Absolut. Und ich denke, das ist genau das Ding, dieses, was du, Bernd, auch gesagt hast, was wir alle 3 sind, dankbar. Dankbare Menschen, die sogar dankbar sind, die aus einem tiefen Loch wieder das Licht sehen und sich für die schlechte Zeit bedanken, weil wir daraus auch lernen, wieder Kraft zu schöpfen, Dinge zu sehen, die wir vielleicht ohne dieses Loch gar nicht gesehen hätten. Ich erinnere mich, Chantal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich bin ja im Leben schon viel umgezogen. Eines meiner Wohnungen in Wiesbaden. Und da kamst du auch vorbei und ich habe dich gefragt, weil du für mich jemand bist, immer noch, der eben die Spiritualität so intensiv gelebt hat, damals mehr, weil ich mich damit nicht so beschäftigt habe, weil ich intuitiver Mensch bin.
und du hast meine Wohnung gereinigt. Und das hat mir so viel bedeutet. Du hast sie ausgeräuchert. Ähm, und dann weiß ich das noch ganz genau, hatte ich im Badezimmereingang an 2 Schnüren, kennt ihr wahrscheinlich diese Spiegelkacheln, hängen, die Richtung Ausgang ging. Und dann hast du mir auch gesagt, Rosenquarz, Stein, das habe ich von dir damals gelernt, an die Tür zu legen, damit alles gereinigt ist, wenn man reinkommt. Und das Bett habe ich heute noch. Aber diese Spiegelkacheln, die hatte ich aufgehängt. Dann hast du gesagt, in deiner Leichtigkeit, hast du intuitiv genau richtig gemacht. Guck mal. Und hast mir das erklärt. Und ich hatte vielleicht auch, das war Anfang 20, war ich, nicht Berührungsängste, aber ich hatte in der spirituellen Welt nicht so viel, dachte ich, zu tun. Dabei hatte ich ja immer seit Kind an, auch mit Verstorbenen, so viel, aber ich habe das nie als Spiritualität gesehen. Das war für mich normal, auch intuitiv Dinge zu tun, normal. Und du warst für mich immer so meine Lehrerin, die ich auch immer gefragt habe. Du hast mir auch immer Buchtipps geschickt und damals war ja Internet noch nicht so ähm, gang und gäbe und dafür danke ich dir. Du hast mich in in meinem Sein, in meiner Spiritualität, hast du mich ergänzt, kann ich sagen, und unterstützt. Schön. Vielen Dank. Ja, ihr habt das beide, also für mich habt ihr das beide. Ja, also auch der Bernd, ich finde das total faszinierend, was du alles schon gemacht hast, deine Bücher. Und habt ihr die Bücher von Bernd schon gelesen? Unbedingt lesen. In den Shownotes. Ja, und das ist ja auch manchmal, wenn das nicht so augenscheinlich ist. Also ich hätte jetzt nie meinen Papa als spirituellen Menschen bezeichnet, aber der war so ganz im Hier und Jetzt. Der hat immer eine Sache gemacht, ja. Und vor allen Dingen, wenn er so im Garten war, das hat mich immer fasziniert, wie sehr er wirklich mit einer Sache beschäftigt war. Und Spiritualität ist nicht, dass man irgendwelche Bücher liest und die zitiert, Ja, sondern für mich ist es mehr so, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ja, und nicht so über die Vergangenheit nachzudenken oder nur in der Zukunft zu sein, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Das ist für mich wahre Spiritualität. Absolut. Und da ist es auch schön zu sehen, dass dieser Spruch, dass im Endeffekt alles und jeder unser Lehrer sein kann im Leben, dass da einfach was Wahres dran ist. Ich habe mal schon oft überlegt, was ich jetzt hier heute sagen soll, aber äh, ich bin momentan, ich habe irgendwie, mir geht es auch so, also Shanta, du bist zum Beispiel auch für mich so einfach, du hast auch so diese Lehrerschaft irgendwie auch schon so in dir durch deine liebevolles, großes Herz auch. Und ja, ich habe zum Beispiel, was ich noch anbringen wollte, ist einfach damals, ich war 25, war in der Partyszene unterwegs und bin da so ein bisschen auch, ja, ein bisschen untergegangen gerade eben und wusste einfach nicht weiter und war mir dann schon bewusst, dass ich einfach irgendwie Hilfe brauche und irgendwie eine andere Richtung einschlagen möchte im Leben. Und dann hatte ich dieses Erlebnis, dass mich wirklich ein ganz intensiver, tiefer Traum heimsuchte. Und in dem Traum, das war dieses Klischee, dieses spirituelle Klischee. Das heißt, ich kam im Traum in den Bergen an eine Weggabelung und diese Weggabelung, da führte ein Weg wirklich hinunter in die Dunkelheit, in die absolute Dunkelheit. Und ich hatte furchtbare Angst und ein Weg führte hoch ins Licht. Und welchen bin ich gegangen? Natürlich bin ich hoch ins Licht, ist ja logisch. Und konnte dann einen Cut machen. Ich bin dann auch in so eine Art Trauer gefallen, so bis die nächsten Wochen, habe dann Kontakte abgebrochen mit Menschen. Das war mir klar, ich musste das tun. Der Traum war so intensiv, dass ich fast keine andere Möglichkeit hatte. Habe mich dann einer Meditationsgruppe angeschlossen. Ein Freund von mir hat eine Woche später gesagt, kommst du mit? Und ich bin gleich mit hin und bin dann da in den Heilungsprozess rein und habe natürlich da in der Meditationstruppe auch gleich die nächsten Wunder wieder erlebt. Also ja, das ist einfach nur ein Teil meiner Reise und ach,
Lasst euch drauf ein, auf Ja. dieses Mysterium-Leben. Lasst euch drauf ein. Öffnet euch. Und dieses Trauen, ich habe ja heute was ich in die Kamera zeigen möchte, kennt man vielleicht, verbindet man so mit Türkei, Marokko, was viele nicht wissen, in Ibiza voll, ist gegen böse Augen. Und ich bin ja als Türkin natürlich auch mehr türkisch aufgewachsen, mit der Religion, das muslimische Sein nicht sehr streng, aber ich habe das mitbekommen. Und das hat mich immer begleitet. Und als Kind erzählt man das natürlich in der Schule. Und damals in der Schule gab es keine Türken. Und ich hatte überall immer Augen. Das beschützt dich vor bösen Augen. Das beschützt dich vor Neidern. Das beschützt dich. Und das macht man, sobald das Baby auf die Welt kommt, hat es die kleine Nadel mit dem Auge. Also das ist ein Teil von uns. Und das ist, da glaube ich dran. Und je älter ich geworden bin, desto bewusster ist mir geworden, dass ich einfach anders bin. Natürlich als Türkin in Deutschland, die mit Ritualen daherkommt, die ein Deutscher nicht versteht. Und ich hatte ein bisschen Probleme, das zu erklären, weil ich wollte meine Eltern und mich nicht als Lügner darstellen oder als Bekloppte. Man wird ja, Kinder sind ja ehrlich, wie wir wissen, Jugendliche dann später auch und Erwachsene noch schlimmer. Ähm, Habe ich diese Rituale, die für mich sehr wichtig waren, mit denen ich groß geworden bin, die mir einen Halt auch gegeben haben, habe ich mich immer mehr zurückgezogen. Und dann kam im Teenageralter, natürlich passierten mir Dinge, abgesehen von Auge benutzen oder andere Rituale, die im Muslimischen sind. Meine Eltern in gewissen Dingen auch sehr streng waren und Angst hatten, ich drifte ab in Spiritualität, in andere Religionen, weil sie waren ja auch so jung. Sie wollten diesen Halt in unserer Familie, in dieser anderen Blase noch ja, beherbergen und wohl behütet sein lassen. Und jetzt so, als ich gesagt habe, irgendwann mit 50 bin ich angekommen, auch auf Ibiza, mit mir selbst, spielen diese Dinge. Und je mehr ich mit euch spreche über verschiedene Themen, wird mir bewusst, dass diese Probleme in der Kindheit so wichtig sind, dass ich jetzt mehr verstehe, wer ich auch bin, was das aus mir gemacht hat, warum ich auch auf Ibiza bin, warum ich mich hier sehr türkisch fühle, weil hier jeder respektiert wird, warum ich offen bin für Rituale, ob es jetzt Schamanismus ist, was ich 6 Jahre lang selbst gemacht habe, durch meine Eltern dann festgestellt habe, wusste ich auch nicht, die erst skeptisch waren, dass die türkischen Stämme auch mit Schamanismus gearbeitet haben. Das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Bereich im Türkensein und im Glauben. Aber dass eben alles Spirituelle, und damit möchte ich zum Ende kommen, religionsfrei ist. Und das ist für mich mein Frieden. Denn was wir heute auf der Welt sehen, ist immer noch Religionskriege. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Das berührt mich sehr, weil das sind zum Teil Menschen, die wirklich dran glauben, aber Religion benutzt wird, um eben Macht zu generieren, Menschen zu unterdrücken. Und ich wünschte mir wirklich manchmal, da kriege ich Gänsehaut, es gäbe nur Spiritualität und keine Religion, und keine Kriege. Ja, Absolut. Also das könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben sozusagen. Wenn dein Glaube irgendjemanden auf dieser Welt sozusagen verurteilt, egal für was er egal. steht, dann ist es, dann überdenke deinen Glauben. Ja. Und das ist natürlich auch der Unterschied, sage ich mal, vielleicht zur Spiritualität. Das ist freier. Ja, Also so habe ich zumindest den Eindruck. Ich meine, es gibt natürlich auch diese Sekten, sage ich mal. Ja, das ist halt immer, wenn jemand Extreme gibt es immer. Extreme gibt es Ja, immer. Und da halt einfach den gesunden Menschenverstand vielleicht einfach beherzigen. Ja, also einfach nochmal gucken, ist es was, was mir wirklich gut tut? Oder vielleicht ist es für eine gewisse Zeit auch, dass es mir gut tut. Und dann aber auch einfach zu gucken, wenn sich was komisch anfühlt, vielleicht
noch mal die Augen aufhalten, dass es was anderes gibt oder so, ja. In der, ja, was immer man auch folgt. Ja. Ich habe das, weil du Arthur das auch erwähnt hast, zum Beispiel, ich hab auch mal so ein Statement abgegeben über Religionsfreiheit. Und ich finde, diese Religionsfreiheit, auch Europa zum Beispiel, ich kann ja nur als Europäer sprechen, die wir das geschafft haben, sozusagen Staat und Kirche schon lange zu trennen und auch eine Aufarbeitung hingelegt haben, was unsere eigene Kirche oder Glaube angeht. Ähm, Diese Religionsfreiheit ist für mich auch ein weniger an Religion und aber diese Magie oder diese Spiritualität natürlich durch irgendwas darf sie ersetzt werden. Ich denke auch, was Shanta vorhin erzählt hat, der Elfenbeauftragte oder der Schamane bei den Naturvölkern oder der Weise. Ich meine, die Geschichte ist voll von diesen Leuten. Und Arthur, ich glaube, du hast es vorhin erwähnt mit den Firmen. Ja, Also ich kenne viele, weil ich da auch, Philosophien, der Film. genau, die Ja, Philosophien in der asiatische Bereich ist durch Großkonzerne, ja, mit Feng Shui, die arbeiten, genau. haben auch ihre Berater. Ich habe Ja, ja lange als spirituelles Medium gearbeitet, auch im hellsichtigen Bereich, da war ich unterwegs. Und die großen Firmen dieser Welt teilweise haben alle ihren ja. hellsichtigen Berater im Hintergrund. Also es ist super interessant, was da abgeht. Ich möchte Ja. gerne nur zwei Sachen sagen, die ich immer wieder sage, wenn es auf Religion kommt und gerade Europa, dass Kirchen nicht mit Staat verbunden sind, was viele nicht wissen. Ja, doch, immer noch. Denn der Sonntag zum Beispiel, ich kann nur von Deutschland immer reden, ist immer noch ein Gesetz, was damals gemacht wurde. Ich weiß das ja nicht, kann man nachlesen. Das ist der Ruhetag. Und der ist kirchlich. Der ist immer noch der heilige Sonntag, Geschäfte zu etc. Es gibt ja mehr Städte, die das machen. Aber Deutschland, Sonntag, kirchlich, staatlich, geschlossen. Also das gibt es einige. Wir denken, wir sind da frei, viel freier als andere Länder, gebe ich dir recht, aber nicht ganz frei und nicht ganz unstaatlich. Als ich damals noch verheiratet war mit meinem deutschen Ex-Mann und wir wollten kirchlich, ich fand es toll, kirchlich zu heiraten, und wollte einen Imam und einen, der in der Kirche, also vermengen. Der Imam hat zugesagt, der von der Kirche, es gab wirklich Gespräche, hat gesagt, das macht er nicht, weil ich nicht in der Kirche war. Also haben wir das nicht gemacht. Okay, kein Problem. Wir haben das auf unsere Art und Weise gemacht. Dann war ich Patentante oder bin es immer noch, der, der Familienteil. Ähm, und ich durfte es nicht, weil ich nicht in der Kirche bin. Und ich wollte nicht eintreten. So, und als ich meine Agentur hatte, ich hatte das schon mal erwähnt, alles gut gelaufen, musste ich Kirchensteuer nachbezahlen von fast 3.000 €, weil ich damals nie bezahlt habe. Und ich wollte mir einen Anwalt nehmen, dann haben alle geraten, du hast keine Chance, denn es ist gesetzlich festgelegt, dass wenn du nicht in der Kirche bist, mit einem, der in der Kirche ist, verheiratet bist, mehr verdienst, du bezahlst. Und diese 3.000 € habe ich bezahlt. Und wenn mir dann jemand sagt, wir sind sehr frei und nicht staatlich, dann habe ich diese Geschichten, die ich sehr gerne auspacke. Und damals ist mein Ex-Mann deshalb ausgetreten. Ja. Das war Ich denke wirklich, aber, dürfte heute, glaube ich, aber anders sein. Also die nein, Kirche hat sich ja da auch sehr ich glaube geöffnet. mit Ich habe jetzt Mit Na, Steuern in Steuern den, nicht, nein, mit Steuern nicht. Aber ich glaube mittlerweile, wenn du heiraten willst und auch einen Priester oder so, du könntest heutzutage, es gibt sogar eine Imanin ja mittlerweile, also, obwohl ich glaube, die ich hat sag jetzt dir, der Imam sagte ja, die Kirche ja, ja, sagte nein. klar, genau, genau. Oh, Also, wie das, nur das kurz sogar, dazu, um von der ja, Religion, ne? So. genau, genau, verstehe, verstehe. Aber ich denke, das ist wie soll man sagen, also ich bin mittlerweile gar nicht mehr so, ich, ich sehe auch die ganzen tollen Menschen, die zum Ja. Beispiel auch in den kirchlichen Gemeinden arbeiten. Und ich habe ja selber mit 25 einen Grundkurs gemacht als Sterbebegleiter beim Hospiz in Nürnberg. Und dieser Pfarrer, der da gesprochen hat, also der hat mein Herz wirklich berührt. Das ist wirklich, also es war so eine tolle Erfahrung. Und wie viele Menschen doch ehrenamtlich arbeiten und ja,
Ja, also Religion ist natürlich auch so eine Sache, solange sie nicht einfach halt andere Modelle verurteilt sozusagen. Und ich denke, man wird überall in jedem Gesellschaftssystem auf dieser Welt wirst du ja eine gewisse Form von entweder Spiritualität oder eben Kirche oder Religion halt vorfinden. Ohne das gibt es uns Menschen wahrscheinlich einfach gar Und ich nicht. glaube, das Spirituelle ist eben einfach zu frei. Wir Menschen brauchen Regeln und das ist die Religion. Warum haben wir diese verschiedenen Religionen? Weil jede Religion ja seine Regeln hat. Um dann natürlich, weiß nicht, ob sie dafür erfunden wurde, um dann zu kämpfen, um dafür zu leben, um einen Anreiz fürs Leben zu haben. Aber wird immer, solange der Mensch lebt, zu Eigennutz benutzt, ja. Und Spiritus bedeutet ja im Lateinischen Geist. Ich atme. Also das ist so, das sind wir ja alle. Also wir müssen alle atmen. Aber Religion sagt einfach Regeln, bestimmt dich. Und ich glaube, deswegen ist Spiritualität so ein bisschen in die Ecke gedrängt, weil es vielleicht eine Gefahr sein kann, frei zu denken, so connected zu sein. Und ich bin froh, dass Menschen ja, sich connecten mit der Natur und sie auch beschützen. Es ist ja nicht nur die Natur, es ist die Menschen beschützen, es ist die Tiere beschützen. Ich finde zum Beispiel das Medium Internet auch schön, ob man jetzt Schlechtes dadurch erfährt, aber auch Gutes. Menschen, die damit keine Berührung hatten, sich Dinge anschauen können, was es bedeutet, sich zu connecten. Ich schaue jetzt auf die Uhr, weil in knapp einer Minute macht's Bäck und dann haben wir Pause. Vielleicht sagen wir es jetzt schon. Pause, Pause, Pause und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und es kostet nichts, ne? Ja, das ist ganz kostenfrei, uns zu abonnieren. Jetzt auf Spotify auch. Kostet Ja, auch nichts, auf YouTube nicht, Apple Music nicht. Und wir freuen uns auf jeden, der uns abonniert. Also bis genau. gleich. Bis Bis gleich nach der gleich. Pause. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt geht es nach der Pause weiter. Und für mich ist Religion, Spiritualität auch Gemeinschaft. Also das ist ja unser großes Thema, die Verbindung. Und wie auch immer sich die Menschen zusammenfinden, diese religiösen oder spirituellen Kreise haben natürlich eine Ideologie und da geht es halt auch um Zusammenkommen. Ja, like-minded, also Gleichgesinnte zu finden, die ähnliche Ideen haben. Und das ist natürlich auch das Positive. Ich meine, klar, es gibt überall was Negatives, aber es hält uns Menschen auch zusammen. Ich glaube, in Amerika ist es auch ganz stark, so diese kleineren Kirchen, ne, dass die Menschen einfach auch zusammenkommen. Und das ist natürlich auch in spirituellen Gemeinschaften, dass die Menschen auch immer wieder zusammenkommen.
Also ja, das ist für mich auch noch ein wichtiger Aspekt darin, weil ich glaube, es gibt trotzdem immer noch viel zu viele Menschen, die zu viel alleine sind. Wir als Menschen sind nicht dafür geschaffen, unser Leben allein zu verbringen. Das ist ein total schöner Punkt, Ja. Shanta, den du da ansprichst, weil ich habe jetzt auch gerade ich habe an meine Meditationsgruppe denken dürfen, gerade eben gemeinsam mit anderen zu Licht werden oder in diese Ruhe eintreten auch. Oder mit meiner Reise in den Seminaren der positiven Psychologie, Rückführungen, Rebirthing und das Ganze, die ich da mitmachen durfte. Und ja, das ist was ganz Besonderes mit anderen Menschen, diesen Teil auszuleben, sich zu öffnen auch und zu erkennen, dass wir im Grunde alle gleich sind, dass wir alle, was mit uns herumschleppen, dass wir im Grunde genommen auch loswerden wollen. Und so ein Bedürfnis in uns da ist, das uns auch alle verbindet, dieses in Liebe mit anderen zu sein. Und das sind oft gar keine großen Wünsche, das sind oft wirklich diese ganz kleinen Wünsche, die einem da wieder bewusst werden. Und das ist was Tolles. Es ist schön, dass du das erwähnt hast, Standard. Ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Ist es vielleicht, Ja. das frage ich euch, weil ihr von Gruppen sprecht. Ich zum Beispiel weiß, dass ich selbst in Gruppen, ob das jetzt, habe ich nicht gemacht, oder ein, zwei Mal, und das ist mir zu viel Energie um mich rum. Ich brauche, ich sage mal, Einzeltherapie. In Gruppen zu viele Gespräche. Ich nehme mehr auf, als ich manchmal möchte. Und deswegen gehe ich meinen Weg, und wenn ich jemanden zur Hilfe nehme, ob das jetzt damals Schamanismus war, ob das Atemtechnik war, bin ich lieber alleine. In Gruppen, ich mache ja zum Beispiel auch kein Yoga, verbinde ich mich sehr schnell mit anderen Energien, und das ist mir zu viel. Also, wenn ich sage, ich bin sehr gerne allein, heißt es nicht einsam. Ich bin ja ein Partnerschaftsmensch. Ich bin aber sehr gerne ruhig mit mir und mit meinem Hund. Das ist für mich meine Verbundenheit, 2 Hunde und meine Natur. Also wirklich rauszugehen, mich mit der Natur zu verbinden, mit meinem Hund zu verbinden. Das war damals in Deutschland auch. Also Gruppen, viele Menschen, dann ist das in meinem Kopf, das ist so viel. Und ich habe das Gefühl, die zapfen dann an Energien, dann kommen Energien, die will ich gar nicht. Also es ist mir manchmal zu viel. Vielleicht müsste ich das ausprobieren in der Gruppe. Vielleicht habe ich die nie gefunden, aber ich habe das Bedürfnis nicht. Ich finde es immer interessant, wenn ich das höre von sehr vielen. Auf Ibiza gibt es ganz viele Gruppen, wo man eben äh, Gleichgesinnte vielleicht findet. Aber ich weiß nicht, wer gleichgesinnt ist. Ich habe euch, meine Freunde, und die habe ich gern wirklich kompakt. Wisst ihr, was ich meine? Weil es gibt Wie in hast der du das so Gruppe, erlebt, ja, sorry. Shanta? Wie hast du das so erlebt, Shanta? Also, weil Also ich, ich bin ja gerne auch in Gruppe. Und Mhm. als du jetzt gerade so gesprochen hast, also ich glaube, hat was auch mit der Persönlichkeit zu tun. Also dass es eher auch Menschen gibt, die gerne in Gruppen sind. Ja. Das kam jetzt sofort bei mir so rüber. Und es gibt halt einfach Menschen, die sind mehr in der Partnerschaft oder so Mhm. unterwegs. Ja. Ähm, also, ich meine, ich habe viel Körpertherapie auch gemacht, und dann hatten wir immer so kleinere Gruppen, wenn wir ähm, Sharings gemacht, also wenn wir dann so Dinge geteilt haben einfach, dann waren wir kleinere Gruppen. Ja, also es war eine große Gruppe, die was zusammen gemacht hat, und dann haben wir halt immer so einen kleineren Kreis gehabt. Ja, das kann herausfordernd sein, so eine Gruppe, ja. Und auch so diese ganze Information, die dann Ja. zusammenkommt, ja, auch wenn man gerade so in Therapie geht oder so. Für mich war das ein gutes Konzept. Mhm. Ja, also ich habe ja viel Therapie gemacht in vielen verschiedenen Bereichen auch. Ich habe das auch so eine ganz normale Gesprächstherapie gemacht, und das ist irgendwann habe ich gedacht, da nur drüber zu reden, das verändert nichts, ja. Und für mich ist eine Gruppe wichtig, auch um ja, so Gemeinschaften einfach so zu
erfahren auch, ja. Und dann fühle ich mich nicht mehr so in dem Fall als Alien, dass ich denke, ich bin die Einzige auf der Welt, die Probleme hat. Ja, also ich glaube, jeder Mensch hat so seinen individuellen Weg einfach. Ja, genau. Außer wie du dort gesprochen hast, hast du mich auch auf was hingewiesen, weil ich bin sozusagen in diese Gruppe hineingewachsen, hineingeschlittert, so ein bisschen. Das heißt, es war kein Plan von mir. In der Mhm. Meditationsgruppe damals, da bin ich ja einfach mit, weil ein Freund mich eingeladen hat. Und da ist es ja auch, im Endeffekt war dann die Gruppe sekundär, sondern du machst da die Augen zu, das war eine stille Meditation. Mhm. Entweder man hat sich auf dieses Bild dann damals, auf so Bilder konnte man sich konzentrieren von so Licht, also was so eine Lichtmeditation. Das hatte mit der Gruppe ja nichts zu tun. Du bist ja da für dich hingegangen. Das war dieser innere Prozess. Also du hast nach innen geschaut, hatte mit der Gruppe nichts zu tun. Es war nur dieses Treffen. Und dann später in der positiven Psychologie, Rückführungen, haben unsere Lehrer uns so einen fantastischen Rahmen vorgegeben, dass es keine Gruppentherapie war, sondern es waren immer 1:1 Sitzungen. Und Mhm. wir hatten auch ein ganz klares, wir hatten einen ganz sicheren Rahmen, wurde uns da vermittelt. Das heißt, du warst einmal immer der Übende und einmal der Trainer und da gab es Regeln. Und es waren immer nur 1:1 Sitzungen sozusagen, obwohl es in der Gruppe stattgefunden hat. Und wir haben auch gelernt, uns sozusagen nicht abzuschirmen, aber wir haben gelernt in der Gruppe, ähm, für den anderen da zu sein als Trainer, hinzuhören, das aber auch gleichzeitig durchlassen, weil der wollte das ja loswerden und ich wollte mit uns und wir sollten uns das nicht merken, sondern wir sollten nur als menschliches Gegenüber dienen. Super interessantes Konzept. Mhm. Ja, das hört sich spannend an, auf jeden Ja. Fall. Ja. Auch dieses, sich nicht so zu identifizieren mit dem Problem des anderen. Ja, da schon auch zuzuhören, aber das nicht festzuhalten, sondern das ist ein guter Punkt, das dann auch Ja. loslassen zu wollen, sozusagen, ne, um da den anderen auch zu unterstützen. Ist auch dann später dann ganz wichtiger Punkt geworden, weil wir 3 ja auch immer mit Menschen zu tun haben, anderen Menschen auch auf ihrem Weg helfen. Das heißt, ich habe gelernt, dass ich damals nach einer hellsichtigen Beratung, nach einer Kartenlegeberatung oder nach einem Coaching äh, diese andere Person loslasse. Und alles, was mit ihr zu tun hat. Es dauert manchmal 1, 2 Tage, aber ich lasse es los im Lichte des Bewusstseins, dass ich dem anderen auf seinem Weg das Beste wünsche, mir bewusst bin, dass ich das Beste getan habe, aber die Probleme und das Ganze lasse ich los, Mhm. was er hatte, weil das hat nichts mit mir zu tun. Ich glaube, vielleicht kann das daran liegen, wenn ich eine Sitzung Therapie, wie auch immer hatte, ging es darum, an dem Punkt, dass ich Hilfe brauchte. Und ich glaube, vielleicht ist es das, was ich nicht vermengen darf, dass ich dann natürlich alleine sein möchte. Ich glaube, wenn du natürlich als, ich sage immer Yoga oder wie auch immer Meditation, vielleicht ist es noch mal was ganz anderes, dann in der Gruppe zu sein, was ich eben nicht gemacht habe. Vielleicht, ja, denke ich jetzt gerade drüber nach, könnte genau das der Punkt sein. Man geht schon, man darf da wirklich für sich selbst hingehen. Das ist, glaube ich, Mhm. ein wichtiger Punkt. Also dich voll und ganz da mitnehmen. Und gerade weil ich ja jahrelang als spirituelles Medium und auch mit Hellsicht beraten habe, was ich ja ein bisschen runtergeschraubt habe. Oder ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen das Interesse verloren, weil ich stehe einfach drauf auf das Coaching und auf das Neuprogrammieren des Unterbewusstseins. Das interessiert mich für mehr. Und ich habe aber da während der Zeit gelernt, auch ein bisschen das andere auszublenden. Mhm. Einfach mal, wenn ich unterwegs bin, mit einem anderen Menschen bin und da kommen Gedanken rein, es kommen Gefühlswellen auf mich zu, ähm, nicht zu ignorieren, das ist der falsche Ausdruck, aber mich zu zentrieren Ja. in mir und mich so sein lassen, den anderen so sein lassen, diese Gefühlswelle jetzt nicht werten, sondern die sind da. Genau. Das ist ja auch eines der Gründe, warum ich mir habe tätowieren lassen, das dritte Auge. Ist schon ein bisschen umgedreht. Das war in dieser Zeit, wo ich einfach
sehr offen, also das war schon immer, aber sehr intensiviert, sehr viel aufgenommen, gesehen auch habe. Und mich, wie du sagst, auch selbst und auch durch andere gelehrt habe, mich eben auf mich zu konzentrieren, mich zu zentrieren, mich nicht aus der Bahn werfen zu lassen von all dem, was von außen kommt, ob man das jetzt hört oder nicht. Aber wenn man eben sowas aufnehmen kann, dann macht das was mit einem. Und vielleicht ist es der Tag X und dann mache ich mal irgendwas in der Gruppe. Irgendwas wird schon kommen. Wenn ich mich dafür öffne, das habe ich jetzt wirklich mit euch gemacht, dann werde ich euch berichten. Sehr schön. Ja, ich habe, wo du das jetzt auch sagst, Bernd, ich habe das auch manchmal wenn ich Massagen gebe oder sowas, dann spüre ich manchmal was. Und dann denke ich, hat es auch körperliche Symptome manchmal. Und das kann sein, dass es auch natürlich mit der Energie des anderen Ja, Menschen zu tun hat. Ja, und da absolut. wirklich auch so ein bisschen durchlässig zu sein und das nicht unbedingt festzuhalten, aber vielleicht auch zu sagen, oh, das ist jetzt gerade gar nicht meins, was ich da spüre, sondern das hat was mit dem anderen zu tun. Und natürlich, wenn uns Leute irgendwie was erzählen, triggert es ja auch manchmal was in uns an. Ja, Und also wir das, können das dann abkaufen oder so nach dem Motto, oh, ist es bei mir jetzt auch? Oder ist es wirklich durchfließen lassen? Ja, also das ist eine Entscheidung, die man, glaube ich, auch treffen kann. Genau. In diesem positiven Umprogrammieren, das ist die erste Übung, die hört sich immer so banal an, aber das ist wirklich zu erkennen, dass der andere mit seinem Glaubenssystem, mit dem, was er sagt, fühlt und denkt, ein sozusagen fast schon ein eigenes Universum darstellt. Und das mhm. stellen wir alle dar. Jeder für sich. Und sich dann auch mal bewusst zu machen, das wird super spannend übrigens, macht das mal ab jetzt. Wenn ihr jemand anderen zuhört, ohne das zu bewerten, aber ihr werdet im Endeffekt ganz viel über diese Welt, in der dieser Mensch lebt, erfahren, weil er ja daraus berichtet. Das heißt, ob es jetzt Katastrophen sind oder schöne Sachen, egal was, also und dann eben diese erste Übung besteht dann daraus, dann in die eigene Welt zu blicken und einfach mal die beiden Welten zu vergleichen, ohne die jetzt irgendwie verbinden zu müssen, sondern einfach nur sagen, ach, das ist bei mir ja ganz anders. Bei mir sind die Flüsse sauber, bei mir sind die Meere sauber. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ja, sehr interessante Übung. Das Das mache ist ich vielleicht, unbewusst, sorry. ja, Nachrichten zum Beispiel. Also mich nimmt das sehr mit. Wenn ich tief einsteige in die Weltnachrichten und zum Teil Bilder und Videos auch gar nicht aus dem Kopf bekomme, die meine Träume mit reinnehme, sobald ich irgendein Video habe, wo es Schreie gibt oder Kinder, das berührt mich so dermaßen, das ritzt so richtig meine Organe, muss ich sagen. Das ist wie blutet in mir. Und das habe ich aber dann auch gelernt oder mich selbst gelehrt, dass ich das eben also nicht konserviere, sondern weiß, wann ich das tue und dann ist auch gut und dann ist das jetzt hier. Aber ich weiß, dass das andere, dieses Leid, manchmal spüre ich dieses Leid so tief, ähm, dass ich mich bremsen muss und es aushalten muss. Weil wir alle wissen, es gibt so viel Leid. Also da kriege ich wieder Pipi in den Augen. Das macht mich manchmal, gibt so Tage, kennt ihr vielleicht auch, da ist man einfach so sehr nah am Wasser gebaut, ja, dass das Leid der anderen so in mich reindringt. Da gab es ja ich finde diese Geschichte so süß von ich glaube, es war ein indischer Gott. Und dieser Gott hatte einfach vor, das Leid dieser Welt zu löschen, zu eliminieren und ist sozusagen mit seiner Gottheit, mit seiner Allmacht ins Leid hinein, ins Leid dieser Welt, ins Leid der Menschen und hat es sogar geschafft, für einen Bruchteil einer Sekunde jegliches Leid auf dieser Welt, auf diesem Planeten und vielleicht im Universum anzuhalten, zu eliminieren für einen Bruchteil einer Sekunde. Und dann ist ihm der Kopf geplatzt. Und dann hatte er ganz Ja, viele, dann hatte er ja, 20, 30, 40 verschiedene Köpfe. Und da ja. muss ich immer dran denken. Das ist, glaube ich, ein Unterfangen. Das ist auch das Leid ist leider Gottes, kann man dann vielleicht so sagen, auch ein Teil dieser Lernaufgabe, die wir Menschen nennen können. Ja, hm.
Und die Frage ist, ob man sich damit identifizieren möchte oder ob man es auch mit seinem eigenen Leid, wie sehr man sich damit identifiziert. Und ich glaube, das lerne ich gerade im Moment, mich daneben zu stellen irgendwie. Ja, und das, das ist der freie Wille. Was will ich erleben und wie sehr gehe ich da rein und wie viel Macht habe ich, etwas in mir zu verändern. Sehr schön gesagt, ja. Ja. Und auf das Leid nochmal zurückzukommen. Ich beschäftige mich vielleicht auch ein bisschen mehr damit oder es kommt zu mir. Ich beschäftige mich nicht damit. Ich sehe mehr durch Algorithmen ähm, Leid der Tiere einfach, dass wir heutzutage immer noch für unsere Nahrungskette Tiere in Leid zwingen. Und das ist für mich etwas, da möchte ich auch gar nicht tief reingehen, ähm, was mit Spiritualität sehr viel zu tun hat, aber ich glaube, der Mensch immer noch nicht da drauf gekommen ist, dass wir sind noch nicht vollkommen, wir sind auf einem guten Weg, aber ich weiß nicht, ob wir das erreichen. Und wenn wir über Spiritualität sprechen, dann verstehe ich zum Beispiel nicht, da bin ich wie ein kleines Kind und verstehe nicht, wie man Tieren Leid zufügen kann, um zu überleben, was wir nicht brauchen. Und das möchte ich gerne so stehen lassen, weil das so ein eigenes Thema ist. Aber es beschäftigt mich sehr viel, weil mir das sehr leid tut, ja. Und ich als Veganerin, Vegetarierin seit jetzt 35 Jahren, bin auch erst drauf gekommen, weil ich es nicht wusste, dass auch für Milchprodukte und ich habe Laktoseintoleranz, also ich habe sehr viele Dinge, die ich nicht essen kann. Da bin ich der Natur dankbar und dem Universum, dass ich so viele Intoleranzen habe. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass ich von Natur aus schon Dinge nicht essen kann, weil es mir sehr schlecht geht danach. Und nur ein paar Käseprodukte und auf die verzichte ich sehr gerne auch. Aber ich wusste es zum Beispiel nicht als langjährige Vegetarierin und dafür bin ich dankbar, dass es Menschen gibt, die einem die Augen öffnen. Und dann denke ich mir, das ist so ein Teil, was so das Auge öffnen bedeutet. Wünsche ich mir das auch für andere Themen auch für Spiritualität, für viele Dinge. Einfach nicht einfach in seiner Spur sein und denken, ist gut so, wie ich fahre, sondern sich auch mal öffnen. Bedeutet aber auch, etwas zu ändern. Und das kann jeder für sich. Und dann kommen wir schon einen Schritt weiter. Ja. Also ich glaube auch gerade so viele junge Menschen haben da auch ein ganz anderes Bewusstsein, auch was die Umwelt angeht. Ja, auch dieses Reisen ohne Ende, sag ich mal, ja. Oder auch der Kleiderwahn, keine Ahnung, ja. Also das hat Ja, ja auch alles ähm, das zieht was hinter sich sozusagen. Ne? Also wie gesagt, ich trage auch gerne schöne Kleider und die werden halt nicht alle in Deutschland hergestellt. Und da gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns bewusst sind mit all dem, was wir tun, mit unseren Handlungen, dass es eine Auswirkung hat auf genau. die Welt, auf ja, ganz viel. Und da hat es natürlich auch mit dem Leid der Tiere, es ist ein ganz, ganz großes Thema. Absolut, absolut. Ich habe mal gerade gedacht, also wie du es einfach so beschrieben hast, ähm, diesem Leid und dieser Ungerechtigkeit, so könnte man es ja auch nennen, die hier stattfindet auf dem Planeten, dem einen Sinn zu geben, ist natürlich etwas total Schwieriges. Und da kann ich echt nur darauf hinweisen, auf ja, auf diese Komplexität, was es bedeutet, überhaupt Mensch zu sein. Ich weiß noch, ich habe ja damals angefangen, meine Bücher zu schreiben und die waren ja auch aufgrund einer Art Lichterfahrung in der Meditation, auch verbunden mit einer Außerkörperlichkeit. Und als ich von dieser Außerkörperlichkeit, von einem absoluten Frieden auf mein Leben, auf das Leben auf der Erde blicken durfte, habe ich gesehen, dass alles Gute und Schlechte sich plötzlich sozusagen vermischt in Mhm. eins
und, und etwas ergibt, das im Endeffekt meinen Horizont überschreitet. Eine Art Perfektion und eine Schönheit, die meinen Horizont überschreitet. Und deswegen glaube ich, dass wir einerseits mit dieser Unvollkommenheit, wenn wir damit konfrontiert werden, sozusagen etwas in uns einfach erwacht, das sozusagen in die Vollkommenheit strebt. Und das ist was Natürliches. Das habe ich immer so verglichen mit wie die Sonnenblume sozusagen, die im Laufe des Tages also wirklich der Sonne folgt, den Sonnenstrahlen folgt. So sind auch wir, dass wir im Endeffekt dieser Vervollkommnung folgen wollen und müssen. Im Irdischen nennt man das ja Evolution. Vielleicht gibt es ja sowas auf der Seelenebene auch, ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist ja auch schön, warum wir den Podcast hier machen. Das heißt, über diese Magie, über das Magische, über das Mysterium, über das Unbeschreibliche, das wir schon erlebt haben in unserem Leben, in unserem Sein. Um das auch weiterzugeben an die anderen, dass sie da den 7. Sinn so ein bisschen Ja. aufmachen oder das 3. Auge oder wie auch Und immer. auch hier sich auch trauen, wieder Mut zu haben, auch über Dinge zu sprechen. Und egal, wie oft haben wir das gesagt, hört nicht auf andere. Hört einfach nicht auf andere, was sie über euch sagen, denken, meinen. Ähm, Wie ich eben gesagt habe, als Kind war das komisch, mit Ritualen nach außen zu gehen und für bekloppt gehalten zu werden. Und das bin ich. Und ich habe überall, in allen Varianten, habe ich mein Auge. Also von daher, bleibt euch treu. Ich würde jetzt schon zu den Abschlussworten kommen. Das wäre meine Message. Bleibt euch treu, macht die Augen auf, auch wenn nicht jedes 3. Auge sich tätowiert. Ähm, Nehmt an, dass wir connected sind. Nehmt Dinge an, nicht als das war aber komisch, sondern das vielleicht auch als schön zu sehen, Zeichen zu sehen, ob es ein Schmetterling ist, so ein Dragonfly, Stimmen, jemand, der dich von hinten berührt, der dich schubst. Ähm, eine Sache habe ich noch, von wegen Fakt, und das wollte ich immer sagen, jetzt passt, dass ja jeder eigentlich Hellseher ist. Wisst ihr das? Also wahrscheinlich denkst du an was ganz anderes, aber das ist so meine ASO-Gedanke. Und zwar passierte mehr in Deutschland Stausituation und du fährst auf der Autobahn und du siehst, die Gegenspur steht in einer kilometerlangen Schlange. Und du fährst weiter und du siehst aber das Ende des Staus und siehst Autos immer mehr rasen, weil du fährst ja, ne? Das ist ja ich sehe das als Zeitstrahl. Und du weißt von dem Pkw XYZ allen, dass die gleich Stunden im Stau stehen werden. Und somit kann ich die Zukunft der anderen sehen. Und das ist mir so oft, das war irgendwann ein Klick, weil ich so viel in Deutschland unterwegs bin. Und das war für mich immer mein Zeitstrahl. Und da habe ich gedacht, wenn mir jemand sagt, ach, Firlefanz, Hellseherei, dies und das, du kannst auch die Gutes Zukunft sehen. Beispiel. Gutes Ja, Beispiel. my message. Wunderbar. Ja, sei Inspiration. Ich habe übrigens auch das schützende Auge über meiner Tür hängen. Das hast du mir in Ibiza geschenkt. Und ja, sei Inspiration, überlege, was du machst. Und wenn man Kinder hat, finde ich, ist es auch was ganz Wichtiges, einfach den Kindern ein gutes Vorbild zu sein und unserem inneren Kind ein Vorbild zu sein. Wir sind nicht perfekt und liebevoll mit uns auch zu sein. Ja, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Der Bernd hat noch eine Message. Habe ich noch eine Ja, Message? Hatte doch noch eine Message. Bitte, Habe noch eine Message. bitte. Ja, also ich kann das nur unterstreichen, was die Shanta gerade gesagt hat, einfach diese Inspiration sein, aber auch immer wieder auf das Innere nicht als Feind betrachten oder als sich anders fühlen oder so, sondern anfangen, das als deinen inneren Reichtum wahrzunehmen. Vor allem einfach erstmal zu erkennen, es ist so, wie es ist, ich bin so, wie ich bin. Und ich habe einen Grund, warum ich da bin. Also,
Und dieses in Freundschaft mit dir selbst immer wieder kommen, ist mir einfach ein Anliegen, weil das mache ich auch, sei dein bester Freund auf dieser Reise hier, auf dieser irdischen. Alles Liebe, alles Gute für dich. Dankeschön. Ciao, aus Ibiza. Ciao. Aus Mallorca. Und aus Neuenheim. Ciao. Ciao. Magic, free connection.